Ich bin heute im Adlershof in Berlin, da wo Forschung auf Unternehmergeist trifft, und ich schaue mir volumetrischen 3D-Druck an. Ja, was kann man denn damit überhaupt machen? Bei Xolo, einem Berliner Startup, schaue ich mir an, wie diese Technologie funktioniert. Worum es beim volumetrischen 3D-Druck geht, das erklärt mir jetzt Stefan. Du bist seit über 12 Jahren in der Branche tätig. Was kann man damit machen? Genau, volumetrischer 3D-Druck bedeutet Drucken ohne Schichten. Und das ist besonders interessant, wenn ich zum Beispiel optische Elemente drucke, die ja sehr glatte Oberflächen brauchen. Im Biodruck, Medizintechnik, Dental, das sind alles so Bereiche, an denen unsere Kunden arbeiten. Hier sind wir jetzt im Labor. Da findet eigentlich der Großteil unseres Know-hows statt. Also hier werden die Chemikalien und die Photoinitiatoren hergestellt. Dann haben wir noch einen Raum, in dem die Materialien angerührt werden und abgefüllt werden. Das sieht so aus, als würde die Sonne hier scheinen. Ja, eben nicht. Also wir filtern Anteile des Lichtes weg, die sind ja fotosensitiv. Also das heißt, die Materialien würden schon hier auslösen, sollen sie aber erst im Drucker. Deswegen haben wir hier diese Gelbverkleidung. Hier ist zum Beispiel eine Packung mit diesen Küvetten. Das heißt, das sind vorabgefüllte Teile mit, also Behälter, in denen dieses Harz ist. In dem Fall wurde jetzt schon was da drin gedruckt. Man sieht das hier, da schwebt so ein Teil drin. Und das ist quasi der Bauraum unseres Druckers. Das heißt, diese Küvette wird in den Drucker eingelegt. Ich darf es mal nehmen, oder? Ja. Man sieht also dieses Teil, was gedruckt wurde, schwebt jetzt in dem Harz. Das ist mini. Das sind jetzt so verschiedene Bereiche, in denen unsere Technologie Anwendung findet. Hier ist zum Beispiel der ganze Bio-Bereich, also Hydrogele werden hier gedruckt. Das sind sehr weiche Teile, in denen Zellen wachsen können. Das wird zum Beispiel in der Forschung benutzt. Stell dir vor, du hast ein Medikament und möchtest es testen. Dann kannst du das klassisch in einer Schale in Zellen geben, aber ein besseres Ergebnis bekommst du, indem du es in einer 3D-Struktur, die so ähnlich ist wie schon später mal ein Organ. Hier haben wir optische Teile. Man sieht also, wir können wirklich sehr transparente und super gute Linsen drucken. Ist einzigartig. Kein anderes 3D-Druckverfahren kann wirklich funktionierende Linsen drucken. Wie so eine Kontaktlinse. Genau. Aber auch in vielen Geräten sind ja Optiken drin. Also in meinem Telefon habe ich viele Linsen verbaut. Klassischerweise warte ich Monate darauf, um einen einzigen Prototypen zu bekommen. Bei uns warte ich 3 Minuten. Das hier sind zum Beispiel Trainingsmodelle von Aneurysmen. Aneurysmen sind Blutsäcke, die sich an Blutgefäßen bilden und die dann operiert werden müssen. Wie funktioniert das jetzt bei so einem Aneurysma? Das ist ein Patient, der wird auf eine Operation vorbereitet und innerhalb dieser kurzen Zeit, wirklich in wenigen Minuten, braucht man dann ein Modell. Während er vorbereitet wird, wird es schnell gedruckt und dann kann ich mir das Teil angucken und kann zum Beispiel mit meinen Instrumenten reingehen, kann simulieren, wie ich später im Kopf, im Gehirn die Operation durchführen würde. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich sehe ja, dass ihr schon jede Menge macht. Wo steht ihr denn jetzt mit eurem Startup? Wir sind in einer Phase, dass wir jetzt bei verschiedenen Forschungsinstituten unsere Drucker stehen haben, weltweit bis in Australien. So, jetzt gehen wir mal in unser Application Lab. Was ist ein Drucker hier? Das ist ein 3D-Drucker, genau. Und das ist also unser neuer Drucker, der jetzt zum ersten Mal auch wirklich für die Industrie gefertigt wurde. So. Das hier ist unser allerneuester Drucker. Das ist also das Vorserienmodell. Der Drucker kommt dieses Jahr auf den Markt. Und das ist eine absolute Revolution im Bioprinting-Bereich, weil wir es zum ersten Mal geschafft haben, Drucker für unter 10.000 € für den Biodruck herzustellen. Normalerweise kosten die Drucker ab 100.000 €, teilweise 1 Million. Und es ist quasi um den Einstieg in unsere Technologie zu erleichtern. Wir benutzen ein Harz.
Und dieses Harz härtet dann aus, wenn 2 Wellenlängen gleichzeitig an der gleichen Stelle das Harz treffen. Das heißt, wir arbeiten mit 2 verschiedenen Lichtfarben. Einmal mit UV-Licht und einmal mit weißem Licht. Und das UV-Licht wird durch Laser in einer ganz dünnen Schicht in die Küvette rein projiziert. Das heißt, ich habe meine UV-Schicht und jetzt kann ich die Küvette durch diese UV-Schicht durchfahren und dort, wo sie ist, ist das Harz aktiviert. Als zweite Wellenlänge kommt von hinten das sichtbare Licht, also das weiße Licht. Und das wird in dieser Ebene, erzeugt das dann eine Struktur. Und indem ich jetzt diese Küvette durch die UV-Schicht durchfahre und gleichzeitig meine Struktur verändere durch den Projektor, der von hinten das weiße Licht projiziert, kann ich also ganz genau meinen Teil erzeugen. Also nur dort, wo UV und Sichtbares an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit ist, wird ausgehärtet. Jetzt habe ich das fertige Produkt aus eurem neuen Drucker raus. Für was kann ich so ein Teil verwenden? Das ist jetzt eine Struktur, die besonders interessant ist, um darauf Zellen anzusiedeln. Das heißt, ich drucke entweder mit Zellen schon in der Flüssigkeit, die dann da drin sind, oder ich besiedle das später nochmal mit Zellen, die dann in diese Struktur reinwachsen. Also ein neuer Wohnraum für Organismen. Neuer Wohnraum für Organoide, also für Modelle, für kleine Modelle von Organen. Genau. Organoide, wieder was gelernt. Hier haben wir jetzt noch ein paar Drucker, die jetzt quasi entweder in der Endmontage sind oder dann in die Auslieferung gehen. Ist ja ordentlich was los. Wer sind denn eure Kunden? Also der zum Beispiel geht nach Holland, da wird Bioprinting mitgemacht, also Zellendrucken. Der geht nach Irland, die wollen damit optische Geometrien erforschen, der ist also dann für den Optikbereich konfiguriert. Der wird wahrscheinlich nach USA gehen, also werden alle noch dieses Jahr ausgeliefert. So aus dem Startup-Business seid ihr ja langsam raus. So langsam kann man sagen, genau, der erste Drucker, den wir quasi vor 3 Jahren an den Markt gebracht haben, der war noch sehr im Startup-Research-Bereich angesiedelt und jetzt geht es wirklich in die Industrialisierung. Wie schafft man es mit der Idee des volumetrischen 3D-Drucks, Geldgeber zu finden? Das Gründungsteam sind 2 Professoren, einer für Photochemie, einer für Physik und ein Serial Founder, der also schon einige Unternehmen erfolgreich gestartet hat. Die 3 haben sich das Thema genommen, haben sich überlegt, was kann man mit dieser Photochemie, mit diesen Switches machen und sind dann eben auf die Idee des volumetrischen 3D-Drucks gekommen, haben dann eine Seed-Runde geraced, haben damit den ersten Drucker gebaut, an den Markt gebracht, bei Kunden demonstriert, es funktioniert, es bringt wirklich neuartige Möglichkeiten. Und dann haben wir ja vor ein paar Monaten die Series A geraced, wo dann die Idee war, wirklich zu industrialisieren. Und das ist dann hier dieses Produkt. Das Wachstum geht also weiter. Das Wachstum geht weiter. Wir sind definitiv noch am Anfang und sind sehr froh, dass wir jetzt schon so viel ausgeliefert haben und noch werden. Und das ist aber erst der Anfang. Definitiv. Können wir gerne machen.